Tobi und Vanessa. Ja, was ganz Schlimmes ist passiert. Sie waren im Urlaub mit dem Camper. Da steht er, ihr wart mal ganz kurz zum Strand und dann ist es passiert. Das ist richtig, genau. Wir waren auf Sardinien, wollten sozusagen von einem Campingplatz auf den nächsten wechseln und auf der rechten Seite erblickten wir dann so einen schönen, wunderschönen Strand und ich konnte nicht widerstehen und anzuhalten und dann sind wir halt kurz da gewesen und haben geparkt und dann haben wir uns den Strand angeschaut. Keine 20 Minuten später sind wir wieder hochgekommen und haben beim Wegfahren gemerkt, dass irgendwas nicht stimmte. Ja. Und ich dachte irgendwie, das Fenster hatten wir vergessen zuzumachen oder sonst was. Guck zurück und merkte, dass die Splinte nicht mehr dran waren. Hab angehalten und dann haben wir uns umgedreht und dann haben wir erst das Übel erkannt. Ne, dass sozusagen eigentlich die Räume aufgedreht waren, also im Prinzip die Schränke offen und alles war ausgeräumt. Okay, das heißt, die Leute sind da eingestiegen. Vanessa, was war so das erste Feeling? Da waren jetzt fremde Leute in deinem Auto. Erstmal geweint. Hast du geweint? Ja. Also es war gar nicht so schlimm, dass das Materielle weg war, sondern dieses Gefühl, jemand war in unserem Zuhause. Das meine ich damit. Also, dass du einfach, da war jemand drin. Haben die alles durchwühlt? Oder? Ja, jeder Schrank war auf, alle Schubladen waren ausgeräumt. Also die haben selbst in den Unterhosen rumgekramt. Alles, ne? Das ist schon unangenehm. Und einfach zu wissen, dass das Zuhause, in dem man sich sicher fühlt, eigentlich gar nicht so sicher war in dem Moment. Das musste man erstmal verknusen. Hattest du das Gefühl, dass die auch versucht haben, in irgendwelchen diversen möglichen Verstecken zu suchen? Dass die... Nee, dafür war die Zeit nicht da. Ja. Dafür, glaube ich, war es zu kurz. Einmal mal kurz rein und wieder raus. Und wir hatten das Glück, dass wir quasi im Zwischenraum hatten wir unser Stand-Up-Paddling-Board hatten wir versteckt, also quasi reingestellt. Und damit konnten sie nicht an alle Schränke ran. Da hatten wir Glück gehabt. Okay. Das heißt, ihr hattet Glück im Unglück. Was war denn alles weg? Ausweis? Tobis Portemonnaie, Kompletto, eine Drohne, ein iPad. Ja, aber das Größte war erstmal das Portemonnaie und halt, dass jemand in unserem privaten Raum war. Die Papiere im Ausland zu verlieren, ist schon Käse, ne? Also Ausweis, Führerschein etc. Gut, jetzt werden ja Leute wieder sagen, Tobi, warum hast du denn dein Portemonnaie nicht mitgenommen? Ja. Weil wir mal kurz aus dem Auto waren. Ja, aber das war Lehrgeld, das war viel... sage ich mal, an Camper-Erfahrung, die wir da mitgenommen haben jetzt in dem ersten großen Urlaub. Und jetzt sind wir natürlich auch besser ausgestattet mit Sicherungen des Campers. Und dank Sven hier in Wedel sozusagen, Canforce hat uns jetzt hier eine Tip-Top Pandora-Alarmanlage eingebaut. Wir haben uns innen noch ein bisschen gesichert und sind da jetzt einfach sehr happy mit und haben ein bisschen Vertrauen zurückgewonnen, muss man sagen. Ich habe aber eine kleine Sache. Wir kennen uns nicht. Das war nicht abgesprochen, weil sonst klingt das so, als wäret ihr hier bestellt worden, um die Story zu erzählen. Das ist wirklich so passiert. Ja, ganz zufällig. Und ihr habt doch Sven vorher nicht gekannt, oder? Vorher haben wir Sven gar nicht gekannt. Ich habe Kontakt mit ihm aufgenommen und habe mich mit Vanessa kurz geschlossen, dass wir das machen wollen. Warum Sven? Weil ich bin tatsächlich auch über YouTube aufmerksam geworden und habe dann die Videos gesehen und habe gedacht, nee, das ist mir sehr sympathisch und wir kommen natürlich von weit her, aber ich nehme da die Strecke auf mich, weil das, wie gesagt, einfach sehr offen und informativ war, was er uns da geboten hatte. Und jetzt sind wir nochmal wiedergekommen, weil wir nochmal um 2 Sensoren nachrüsten wollen. Sensoren, die sind drahtlos, die Sensoren? Korrekt, ja. Genau, das heißt, die können die ruckzuck installieren. Sven, wenn du mal kurz mal zeigst, das ist so eine typische Story, die erlebst du permanent, oder? Permanent, ja. Die haben im Fahrzeug noch was umgebaut, die hatten ja vorne ein Hubbett drin und wenn das Hubbett oben ist, kommt man ja gar nicht durch eine Dachluke rein. Und unser Junior-Techniker ist jetzt dabei und lernt die Sensoren entsprechend an. Hat die jetzt in der Hand und die werden befestigt, mit Spezialkleber festgemacht und die überwachen die Fenster auf Bewegung und auf Schlag. Ja, und der hält wie lange, die Batterie? Die Batterie hält im Bereich zwischen, 6 bis 9 Monaten. Du kriegst aber eine Meldung, du brauchst dich nicht drum kümmern. Du bekommst eine SMS und da steht drauf, bitte Sensor 3 Batterie tauschen. Also klar, das kenne ich von den großen Alarmanlagen, die ich auch zu Hause habe. Das ganze System hat was Interessantes. Es hat Schlagsensoren. Das heißt also, wenn einer schon quasi das Auto berührt, das kann man einstellen. Genau. Wir haben Schock- und Neigungssensoren. Das ist ja ein ganz großes Konzept von Pandora. Wir passen ja nicht nur auf die Tür auf, sondern das ist ein Versprechen, ne? Das heißt, der Dieb kriegt so einen auf die Finger, wenn er jetzt hier irgendwas versucht. Der schlägt, der drückt, der macht Wie gesagt, das können wir gleich mal zeigen. Er ist ja jetzt drin im Moment gerade. Ja. Jetzt haben wir hier das Anladen der Sensoren. Geht das schnell? Ja, wir haben einen Spezialcomputer dafür. Ne, da brauchst du einen speziellen Zugang für. Und das ist eben unser Know-how. Und das ordnen wir jetzt zu. Der Sensor hat eine Nummer und der wird jetzt von uns programmiert auf Dachluke oder auf Fenster, damit der Inhaber, also Tobi, jetzt sehen kann, es geht ums Fenster, es geht um die Dachluke und das wird wirklich alles aufgezeichnet und im Protokoll. So, Tobi,
Du hast gesagt, meine Frau hat Parfüm im Wert von mehreren tausend Euro. Das gilt es zu sichern, denn ihr habt ein kleines Klofenster. Zeig mir das mal bitte, dass du das mal siehst. Das wird jetzt gesichert quasi, oder? Ja, auch. Und da fühlt man sich schon wohler, oder? Danach. Es ist, sage ich mal, das Komplettpaket. Ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen albern, alle Fenster zu sichern, bis auf das kleine Klofenster, dann zu sagen, ja, am Ende ist der Dieb dann doch wieder reingekommen. Und die Dachluke, die macht ihr jetzt auch noch, oder? Die Dachluke wird jetzt auch noch gemacht, genau. Und von daher ist es dann alles komplett gesichert und dann fühlen wir uns am wohlsten und es steigert den Wert des Autos auch irgendwo und deswegen fühlen wir uns dann einfach am. Das mit diesem Gegenschlagen, das hat dir Sven ja mal gezeigt. Ist das in der Praxis auch so, dass du wirklich gegenhauen kannst, da geht der Alarm schon los? Absolut. Es gibt so ein kleines Vorsignal, so ein Vorwarnsignal und wenn man dann das zweite Mal nochmal gegenhaut, dann fängt die Sirene richtig laut an zu heulen. Hast du die ganz laute Hupe eingestellt? Das heißt, man kann ja, glaube ich, die Originalhupe und die Sirene noch mit dazu machen, oder ist das schon laut? Es ist die Pandora-Sirene, die da drin, die Bluetooth-Sirene, die da drin jault, die ist laut, ja, auf jeden Fall. Die ist laut. Wenn du mal kurz mitkommst, es gibt nämlich was Tolles. Ich glaube, deine Alarmanlage hat auch ein Anti-Jamming. Das bedeutet, wenn jemand jetzt mit so einem Störsender kommt, ist das so? Ja, ja. Genau. Das nutzen wir tatsächlich. Also da hat Sven uns auch empfohlen, das auf größeren Parkplätzen, beispielsweise Ikea oder irgendwelchen größeren Märkten einzusetzen. Haben wir auch schon gemacht. Lidl-Parkplatz, Ikea-Parkplatz, haben wir alle schon eingesetzt, sodass diese Störung sozusagen dann eben rausgenommen ist. Ja. Sag mal, großes Thema Fahrräder. Wie könnte man die sichern? Über diese kleinen Sensoren. Wir können die so programmieren, dass wir eine externe Zone haben und die kannst du dann unterm Fahrrad ansetzen und das vorderste Rad und alle Räder sind dann entsprechend gesichert. Wenn jemand ein Rad runternimmt, durch die Bewegung löst das System aus, Meldung, Sensor 10, es wird ein rotes Fahrrad angezeigt, also das ist der Hammer. Vanessa, du hast dein Auto gepimpt, darf ich das mal kurz sehen? Weil das ist so geil. Du hast so ein paar kleine Details reingemacht. Man merkt so richtig, ich nehme an, das warst du, oder? Mit den Blümchen und den... Ja, das waren wir beide. Es ist so hübsch geworden. Ihr seid Surfer. Naja, Tobi, ja, ich fange an. So, darf ich da mal ganz kurz rein? Gerne. So, ich zeig das mal gerade. Du hast nämlich durch so ganz kleine Folien, die du gemacht hast, es sieht so viel besser aus, Das oder? haben wir uns abgeschaut von jemandem, ja? Von wem? Irgendwo auf YouTube. Instagram, ja, keine Ahnung. Ja. Dann hast du ein Bild reingemacht. Ja, tatsächlich hat Tobi eins. Und Blumen dürfen auch nicht fehlen. Ja, genau, ein bisschen grün. So, das ist jetzt ein Querschläfer. Ist das problematisch in der Praxis? Übereinander? Wir lieben diese Ecke. Wir schlafen hier besser wie zu Hause im Schlafzimmer. Das ist übrigens auch so. Also wenn ich mal im Camper schlafe, dann ist das wirklich so ganz heimelig. Das ist so ein bisschen wie so Zeltlager, oder? Total. Gut. Und dann ist so hier vorne. Ihr seid wo immer unterwegs? Wenn ihr unterwegs seid, jetzt auch im Winter? Im Winter jetzt waren wir länger in der Schweiz. Wir waren schon unten in Berchtesgaden. Sonst haben wir ihn ja erst ein halbes Jahr und hatten erst eine Sommertour. Ach, ihr habt ein Hubbett. Eigentlich ja, genau. Das hatte Tobi jetzt ausgebaut, weil wir es einfach noch nicht brauchen aktuell. Und somit haben wir halt oben das Licht jetzt. Ach so, hier oben drüber wäre normalerweise nicht diese Stehhöhe, die du jetzt hast. Genau, das fehlt eigentlich. Also ich kann noch, man kann stehen, man klappt das ganz hoch, dann kann man stehen, aber das Licht fällt halt weg, ne? Cool. So, komm, dann gehen wir noch mal kurz zum Sven. Der heißt übrigens auch Sven. Ganz praktisch. Sven, Ja. Preis von so einer Anlage mit Einbau? Kommt drauf an, ob du eine kleine, eine große, die Camper Pro haben möchtest mit der Long-Range-Fernbedienung, wenn du kein Telefonnetz hast. Also ich sag mal, plant mal ein für so ein Fahrzeug zwischen 2,2 und 2,6. Dann seid ihr aber vollstens gesichert mit Wegfahrsperre bei geklauten Schlüsseln. Ist ja schon viel Geld. Es ist viel Geld, aber gemessen an dem Wert des Autos, muss man sagen, ist das sicherlich dann wieder nur ein Bruchteil. Ne? Und die wiedergewonnene Sicherheit, finde ich, ist dann wiederum für einen guten Urlaub eigentlich nicht bezahlbar. Hast du schon gesagt, ja. So, Vanessa, dann wünsche ich euch noch viel Freude. Wo geht's denn hin dieses Jahr? Das nächste große ist erstmal Holland und danach Kroatien wahrscheinlich. Kroatien, da war ich mal. Was ist so schön an Kroatien? Das türkise Wasser. Es gibt sogar Sandstrände in Kroatien, weißt du das? Ja, aber ich mag Kieselsteine, weil, wie gesagt, dann ist das Meer einfach schöner, ne? Da darf ich mal fragen, ungefähr wie groß du bist? Ich bin 1,57. Wegen dem Querwert, das geht super, Für oder? mich ist das optimal. Alles. Ich kann super hier drinnen leben. Super, ja. Heute was haben wir heute, den 18. Ich bin vollkommen zeitlos, ja, Februar 2022. Es regnet, es war großer Sturm hier in Ja, Hamburg. das kannst du wohl sagen. Ne? Wir sagen ja, aber Sturm geht ja erst los, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Dann haben wir den Sturm hier oben. Ja. Super. Und du bist aus Berlin, oder? Ich bin Berliner, genau. Ja, Cool. eigentlich. Ja. 2 Stück, ja. Glück im Unglück gehabt. Sag mal, die Ausweispapiere sind ja nicht nochmal aufgetaucht. Die Kreditkarten wurden missbraucht, oder? Gar nichts. Nee, wir haben alles schnell gesperrt und die Bank war schnell.
Wir haben es im Prinzip jetzt verdaut. Es war eine Erfahrung. Ich denke, dass Camper, sage ich mal, alle irgendwie mal unangenehme Erfahrungen machen. Und wir haben daraus gelernt und haben jetzt unsere Schlüsse daraus gezogen. Darf ich mal die Fernbedienung sehen von der Alarmanlage? Klar. Das ist die. Und du drückst einfach drauf und dann... Das war's. Und Genau. die hat ein Display mit drin, das heißt, du kriegst ein Feedback. Ich kriege ein optisches und ich kriege ein haptisches Feedback und ein akustisches Feedback, dass die Alarmanlage sozusagen scharf ist und auch sehe dann im Prinzip, dass es geschlossen ist. Bekomme aber auch, wenn der Bluetooth-Sensor, sage ich mal, noch in der Nähe ist, auch eine Warnung, dass irgendein Sensor ausgelöst hat, wenn jetzt irgendwas war. Also das ist schon wirklich und noch die passende gut App dazu. gemacht. Genau. Und es gibt eine App. Und es gibt eine App dazu. Genau, die App, da siehst du alles, oder? Welche Tür offen ist und... Genau, das ist sehr praktisch. Selbst wenn man das Auto mal verleihen sollte an die Schwiegereltern zum Beispiel, kann man mal nachverfolgen, wo sie gerade stehen, was sie gerade machen, was sie wieder vergessen haben zuzumachen und so weiter. Ja. Sehr schön. So, Kenforce, da vorne ist es. Du hast jetzt eine eigene Modekollektion, ja, weil die Leute danach gefragt haben. Sven, Nachname? Sandomir, wie der Sand das O und mir wie wir. Genau. Ja, sehr schön. Und du bist Hamburger. Ja, ich komme hier aus dem Norden. Ja. Gut, Bis dann. Tschüss, euch allen. Ciao. Ciao.